Gegenstand unserer Forschung ist es, zu verstehen, wie das Gehirn es schafft, seine unglaubliche Denkleistung zu erbringen mit nur so wenig Energie und dann diese Prinzipien, die wir aus dem Gehirn lernen, zu übertragen in künstliche neuronale Netze und in neuartige, extrem energieeffiziente Chips. Mir liegt tatsächlich sehr viel an dem Grundlagenforschungsaspekt und dann ist es auch noch so, ChatGPT und all diese Large Language Models basieren auf einer ganz speziellen Architektur, die in der künstlichen Intelligenz erfunden wurde. Wie viel das mit dem Gehirn zu tun hat, steht auf einem anderen Blatt. Sehr wahrscheinlich nicht sehr viel, wenn man sich anschaut, wie viel Energie das verbraucht. Also uns geht es nicht darum, ChatGPT zu verbessern, sondern eine komplett neue Art der Informationsverarbeitung zu ermöglichen. Der erste Schritt ist natürlich absolute Grundlagenforschung, zu verstehen, wie das Gehirn so intelligent sein kann, wie das Gehirn Informationen verarbeitet, um dann in einem zweiten Schritt diese Erkenntnisse in sogenannte neuromorphe Chips zu übertragen. Das sind Chips, von denen wir ein paar mit unseren Kollegen an der Universität Heidelberg entworfen haben. Und auf jedem dieser Chips sind ein paar hundert bis ein paar tausend Neuronen, die den Neuronen im Gehirn nachempfunden sind. Die einfachste Vorstellung für diese Chips wäre in sogenannten Wearables. Das sind Chips, die wir mit uns herumtragen, die unsere Daten messen, sie an uns zurückgeben. Und das Wichtigste dabei ist, dass diese Chips uns gehören. Das heißt, wir müssen diese Daten mit niemandem teilen, höchstens natürlich mit unserem Arzt.